In der Diagnostik von Long-Covid fehlen so gut wie immer drei sehr wichtige Untersuchungen. Diese drei Untersuchungen sind aber die Voraussetzung dafür, dass eine Therapie überhaupt erfolgreich sein kann. Long-Covid-Patienten, die in meine Praxis kommen, bringen dicke Ordner voller Krankenhausberichte und Laborbefunde mit. 10, 15, 20 Mal wurden dieselben Befunde erstellt. Das aber, worauf es wirklich ankommt, fehlt so gut wie immer. Welche Untersuchungen das sind, welche Untersuchungen oft fehlen, um eine erfolgreiche Therapie zu ermöglichen, das erfahren Sie in diesem Video. Eine 15-köpfige Forschergruppe hat in dieser Übersichtsarbeit 143 wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Long-Covid ausgewertet. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Long-Covid im Wesentlichen durch Störungen in drei Funktionssystemen gekennzeichnet ist. Erstens im Immunsystem, das anhaltende Entzündungen erzeugt, zweitens im Nervensystem, was zu Fehlregulationen im Körper führt, und drittens im System der Energiebereitstellung, was die starke Erschöpfung erklärt. Zum ersten Punkt. Die anhaltenden Entzündungen führen zu spürbaren Symptomen wie wiederkehrendes Fieber, Gliederschmerzen und Lymphknotenschwellungen. Die eigentliche Gefahr geht aber von den Problemen aus, die nicht direkt spürbar sind. Die Entzündungen verursachen nämlich eben auch Verdickungen und Verkrampfungen der Schlagaderwände, sowohl in den großen als auch in den kleinen Schlagadern. Durch diese Verdickungen und Verkrampfungen werden die Organe schlechter durchblutet. Und durch die Entzündung kann es zu Verklumpungen des Blutes kommen, also zu Blutgerinnseln. Die fatalen Folgen dieser Durchblutungsstörung bei Long-Covid können Schäden am Herzen, im Gehirn, in der Lunge und im Darm sein. Das zweite Thema, nämlich die Störung im Nervensystem, betrifft den vom Willen unabhängigen Teil des Nervensystems, das autonome Nervensystem. Wir sprechen von einer neurovegetativen Dysregulation. Sie bedingt anfallsartiges Herzrasen, Schwindel bis hin zur Ohnmacht, und nach Meinung der Forscher wird dadurch auch Brain Fog ausgelöst, also das Gefühl, als wäre das Gehirn vernebelt. Die Betroffenen können nicht mehr klar denken, sind vergesslich und haben Wortfindungsstörungen. Und nicht zuletzt, mindestens genauso unangenehm, verschlechtert sich als drittes die Energiegewinnung in den Kraftwerken der Körperzellen, den Mitochondrien. Durch diese Störung in den Energiekraftwerken, wir sprechen von einer sekundären Mitochondriopathie, kommt es zu dauerhafter Erschöpfung und fehlender Belastbarkeit. Davon Betroffene benötigen schon nach alltäglichen Verrichtungen oder nur nach kleinen anderen Belastungen extrem lange Erholungsphasen. Diese Forschungsergebnisse, die das Immunsystem, das Nervensystem und die Energiegewinnung betreffen, werden in der Diagnostik einfach nicht genug berücksichtigt. Klar, es wird sehr oft untersucht, ob und wie stark einzelne Organe in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Das ist sicher auch gut und richtig. Aber was ist mit den Ursachen für die gesundheitlichen Probleme bei Long-Covid? Da müssen wir diagnostisch ran. Also fangen wir an mit der tiefergehenden Diagnostik der anhaltenden Entzündung. Bis heute ist die Ursache der chronischen Immunaktivierung nicht endgültig geklärt. Die Wissenschaftler ziehen Virusbestandteile in Betracht, die noch immer im Körper verblieben sind. Diese Theorie hat sich aber nicht verfestigt, weil bei den meisten Long-Covid-Patienten im Verlauf der Erkrankung keine Virusbestandteile mehr nachweisbar sind. Als Alternative zur Theorie der verbliebenen Virusbestandteile gibt es die Idee einer Überreaktion des Immunsystems im Sinne einer Autoimmunität. Solche Überreaktionen entstehen zum Beispiel durch Schwermetallbelastungen. Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur Belege dafür, dass Schwermetalle sowohl das Immunsystem aktivieren als auch Autoimmunität erzeugen können. Auf das Thema Schwermetalle komme ich gleich nochmal zurück. Die Entzündungen als solches haben, wie schon geschildert, sehr gefährliche Folgen für den Organismus. Eine hohe Entzündungsaktivität zerstört Organ- und Zellstrukturen. Für eine spätere Therapieplanung ist es deshalb zunächst sinnvoll und nötig, das Ausmaß der schwelenden Entzündung festzustellen. Bei den meisten Patienten werden noch die allgemeinen Laborparameter der Entzündung wie das C-reaktive Protein untersucht. Auch die Befunde zu Autoantikörpern gegen körpereigenes Gewebe fehlen selten. Schwieriger wird es schon bei den Laborwerten, die das Ausmaß der Überaktivierung des Immunsystems beschreiben, bei den Botenstoffen des Immunsystems, den Zytokinen. Spätestens dann ist fast immer Schluss. Dabei fängt die spannende Diagnostik dort erst an. Man kann nämlich das Ausmaß der zerstörerischen Prozesse an Membran und Zellstrukturen messen.
Das geschieht mit den Laborwerten des oxidativen Stresses wie Lipidperoxidation, Malondialdehyd und 8-Epiprostaglandin. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen liefern Anhaltspunkte dafür, wie stark der oxidative Stress in der Therapie von Long-Covid berücksichtigt werden muss. Wir halten also fest, erster elementarer Punkt, der häufig nicht gemessen wird, ist der oxidative Stress. Nun zur Diagnostik des zweiten Hauptphänomens von Long-Covid, der neurovegetativen Dysregulation. Diese Diagnostik ist schon ein wenig anspruchsvoller. Die Anfälle von Herzrasen, das Vorhandensein von innerer Unruhe und Schlafstörungen und Schwindel bis hin zur Ohnmacht sind Symptome von Störungen im autonomen Nervensystem. Das autonome Nervensystem ist der Teil unseres Nervensystems, der vom Willen unabhängig arbeitet und alles regelt, ohne dass wir daran denken müssen. Und das an jeder Stelle unseres Körpers. Während Sie hier dieses Video schauen, atmen Sie ein und aus, schlägt Ihr Herz, arbeitet Ihr Darm, haben Sie warme oder kalte Hände und Füße. Und es geschieht sehr vieles andere mehr, was durch das autonome Nervensystem gesteuert wird. Bei Long-Covid sind diese Regulationsmechanismen auf verschiedene Weise außer Kontrolle. Das Substrat der Störung des autonomen Nervensystems ist die fehlerhafte Balance zwischen den beiden Anteilen, dem antreibenden Anteil auf der einen Seite, dem Sympathikus, und dem beruhigenden Anteil auf der anderen Seite, dem Parasympathikus. Bei Long-Covid überwiegt der Sympathikusanteil, weshalb man auch von einer Sympathikusdominanz spricht. Diese Sympathikusdominanz kann man messen. Man nutzt dazu eine technische Untersuchung. Sie dürfen sich so ähnlich vorstellen wie ein EKG. Dabei wird mit Hilfe von Hautelektroden der Herzschlag gemessen. Diese Untersuchung heißt Herzratenvarianzmessung, abgekürzt HRV. Diese Messung zeigt uns, wie stark die beiden Anteile des autonomen Nervensystems, Sympathikus und Parasympathikus, im Augenblick arbeiten und ob sie in der Balance sind. Das wäre die Dokumentation des Ist-Zustands. Das wird bei Long-Covid-Patienten auch oft untersucht. Aber mindestens genauso wichtig ist auch hier die Frage nach der Ursache für die fehlerhafte Balance im autonomen Nervensystem. Wissenschaftler, die sich konkret mit diesem Thema beschäftigt haben, kommen zu einem sehr interessanten Ergebnis. Sie ziehen in Betracht, dass diese Fehlregulation schon vor der Infektion vorhanden gewesen sein kann und erst durch die Infektion sichtbar und vor allen Dingen spürbar wurde. Und an dem Punkt kommen wir zu den beiden anderen Dingen, denen bei der Diagnostik von Long-Covid dringend nachgegangen werden muss. Zwei Probleme, die unbemerkt schon vor der Covid-Infektion bestanden haben können. Dies sind der neuromodulatorische Trigger und die Schwermetallbelastung. Fangen wir mit dem neuromodulatorischen Trigger an. Ein zugegebenermaßen, wie der Begriff sich schon anhört, nicht ganz einfach zu erklärendes Thema. Kurz gesagt ist es so, dass das autonome Nervensystem, das unseren gesamten Körper bis in den letzten Winkel durchzieht, an irgendeiner Stelle nachhaltig gestört werden kann. Dies kann passiert sein durch eine Operation oder durch eine örtlich eingegrenzte, dauerhafte oder wiederkehrende Entzündung. Solche typischen chronischen Entzündungsherde gibt es an den Mandeln als chronische Mandelentzündung, an den Nasennebenhöhlen, an den Zähnen, im Darm, im Unterbauch, also theoretisch an fast jeder Stelle des Körpers. So ein neuromodulatorischer Trigger kann außerdem durch ein anderes physisches oder psychisches Trauma entstanden sein. Die daraus resultierende dauerhafte Dysbalance muss noch nicht direkt spürbar sein. Sie kann aber dann spürbar werden, wenn ein weiteres Problem, eine weitere starke Belastung für den Körper, wie die Covid-Infektion hinzukommt. Dann kann das autonome Nervensystem in eine dauerhafte Fehlregulation fallen. Noch einmal nachlesen können Sie übrigens dieses Thema auf meiner Homepage. Damit Sie nicht lange suchen müssen, finden Sie einen direkten Link hier unter diesem Video. Das Aufdecken eines neuromodulatorischen Triggers ist nicht ganz einfach und vielleicht wird es auch genau deshalb so selten gemacht. Man muss dazu ein sehr gründliches, detailliertes Gespräch mit dem Patienten führen. Dabei muss ausführlich über früher bereits durchgemachte Erkrankungen oder Operationen und über die allgemeine Lebensführung vor der Covid-Infektion gesprochen werden. Also über sportliche Aktivitäten, die möglicherweise schon damals unbemerkt zur Überlastung geführt haben, über Hobbys, Arbeitsumstände und die Ernährungsweise. Außerdem über Stress im Beruf oder im familiären Umfeld, der möglicherweise schon vor der Covid-Infektion bestanden hat. Nur so kann eine Idee darüber entstehen,
ob ein neuromodulatorischer Trigger vorliegen könnte. Und dann auch darüber, welche Art und Lokalisation der neuromodulatorische Trigger ist. Die genaue Aufklärung dieses Sachverhaltes ist die Voraussetzung für eine spätere ursachenorientierte Therapie. Okay, bis hierher haben wir zwei Dinge besprochen, die bei der Diagnostik von Long-Covid regelmäßig vergessen werden: den oxidativen Stress und den möglicherweise vorhandenen neuromodulatorischen Trigger. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, von dem Sie bei der Long-Covid-Diagnostik garantiert noch nichts gehört haben: zur Schwermetallbelastung. Der Nachweis oder Ausschluss einer Schwermetallbelastung ist ein extrem wichtiges Thema, sowohl bei der neurovegetativen Dysregulation als auch im gleich noch zu besprechenden Energiestoffwechsel. Was Schwermetalle, von denen wirklich jeder betroffen sein kann, abgesehen von Long-Covid, noch alles anrichten können, wie man sich vergiftet, ohne es zu merken, und was man dagegen tun kann, darüber werde ich in vielen anderen Videos berichten. Ich darf Ihnen versprechen, dass das sehr spannend wird. Und damit Sie davon nichts verpassen, abonnieren Sie jetzt diesen Kanal und vergessen Sie nicht, die Glocke einzuschalten, damit Sie auch informiert sind, wenn neue Videos hochgeladen werden. Wie durch Schwermetallbelastung die neurovegetative Dysregulation konkret bei Long-Covid entstehen kann, ist relativ einfach. Durch Schwermetalle kann ein Enzym blockiert werden, das eine zentrale Rolle im autonomen Nervensystem spielt, die Catechol-O-Methyltransferase, kurz COMT. Dieses Enzym baut die Botenstoffe des autonomen Nervensystems ab, und zwar die des antreibenden Anteils des autonomen Nervensystems. Sie erinnern sich an die Sympathikusdominanz. Wenn die antreibenden Botenstoffe wegen der Schwermetallbelastung nicht ausreichend abgebaut werden können, steht das autonome Nervensystem ständig unter Strom. Es ist in ständiger Aufruhr. Die Symptome sind dann exakt die, wie sie bei Long-Covid auftreten. Deshalb muss bei Long-Covid unbedingt eine Schwermetalldiagnostik stattfinden, damit im zutreffenden Fall die Schwermetalle ausgeleitet werden können. Schwermetalle zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich über Jahre in verschiedenen Geweben anreichern. Deshalb sind sie neben dem neuromodulatorischen Trigger ein weiterer entscheidender Faktor, der bereits vor der Covid-Infektion vorhanden gewesen sein kann. Und ein Faktor, wegen dem es überhaupt erst zu Long-Covid gekommen ist. Schwermetalle schädigen aber noch ein weiteres System, das bei Long-Covid betroffen ist: das energetische System. Die Energie in unserem Körper entsteht in speziellen Zellstrukturen, den Mitochondrien. Diese Kraftwerke brauchen eine Vielzahl von Vitalstoffen, unter anderem auch essentielle Metalle, um ausreichend Energie herstellen zu können. Durch Schwermetalle werden diese essentiellen Elemente aus dem biochemischen System verdrängt. Außerdem haben Schwermetalle die Eigenschaft, die komplexen Strukturen in den Mitochondrien in ihrer Funktion zu beeinträchtigen und sogar zu zerstören. Die Folge ist eine stark verminderte Energieproduktion. Man spricht von einer mitochondrialen Dysfunktion. In meiner Praxis hatte nachweislich bisher jeder Long-Covid-Patient eine mitochondriale Dysfunktion. Dass Schwermetalle schon in geringsten Konzentrationen die mitochondriale Funktion stören, dafür gibt es eine Menge wissenschaftliche Studien, die das belegen. Es ist wirklich erstaunlich, dass das Thema Schwermetalle in der landläufigen Diagnostik von Long-Covid bisher keine Berücksichtigung gefunden hat. Obwohl es auch hier wissenschaftliche Studien gibt, die den direkten Zusammenhang von Schwermetallen mit der Schwere und dem Verlauf von Covid-Infektionen herstellen. Es lohnt sich also definitiv, bei Long-Covid eine Schwermetalldiagnostik durchzuführen. Aber Achtung! Die üblichen Untersuchungen im Blut und Urin reichen dafür nicht aus. Das sollten Sie wissen, denn dort finden Sie nur die Metalle, die in den letzten Tagen und Wochen in den Körper gelangt sind. Schwermetalle lagern sich aber langfristig im Gewebe ab und entfalten dort ihre Giftwirkung auch langfristig. Sie sind dann in Blut und Urin nicht zu finden. Vielmehr muss zum Nachweis der abgelagerten Metalle ein spezieller Metallausladungstest durchgeführt werden. Lassen Sie uns an dieser Stelle zusammenfassen. Die 3 Dinge, die bei Long-Covid neben der üblichen Diagnostik dringend untersucht werden müssen, sind: erstens das Ausmaß des oxidativen Stresses, zweitens muss ein neuromodulatorischer Trigger ausgeschlossen werden und drittens bedarf es unbedingt einer Schwermetalldiagnostik. Mehr zum Thema Schwermetalldiagnostik und Schwermetallausleitung werde ich in den folgenden Videos berichten.
Falls Sie nicht mehr warten möchten, finden Sie jetzt schon mehr Informationen zur Metalldiagnostik und Metallentgiftung auf meiner Homepage. Und in jedem Fall freue ich mich darauf, wenn wir uns bei zukünftigen Videos oder in meiner Praxis wiedersehen.